Steuererklärung selber machen, Minijob und Rentner. Immer mehr Rentner bessern ihre Rente durch einen Minijob auf. Manche machen es einfach, um das Gefühl zu haben, noch gebraucht zu werden, Kontakte zu haben, unter Menschen zu sein. Und andere dagegen sind aus finanziellen Gründen gezwungen, einen Minijob anzunehmen. Im Prinzip kann jeder einen Minijob annehmen, aber in diesem Video heute geht es speziell um Minijobs für Rentner. Ja, bei den Rentnern gibt es einige Besonderheiten zu beachten und die schauen wir uns jetzt an. Wir sehen uns gleich. Minijobs und Rentner. Sprechen wir von einem 450-Euro-Job, ist von Minijobs die Rede. Man unterscheidet zwei Arten. Erstens die meist regelmäßig ausgeübte, geringfügig entlohnte Beschäftigung. Also hier ist sie geringfügig wegen der Höhe des Arbeitslohns. Und zweitens die von vornherein zeitlich begrenzte kurzfristige Beschäftigung. Hier ist sie geringfügig wegen der kurzen Dauer der Beschäftigung. Bei einem auf Dauer angelegten 450-Euro-Job kann man sich etwas dazu verdienen, ohne davon Steuern und Sozialabgaben zahlen zu müssen. Ein 450-Euro-Job liegt also vor, wenn der Arbeitslohn regelmäßig höchstens 450 Euro im Monat beträgt. Ob ein 450-Euro-Job vorliegt, muss Ihr Arbeitgeber prüfen. Für die Anerkennung eines 450-Euro-Jobs kommt es allein auf die Höhe des regelmäßigen Arbeitslohns an. Die wöchentliche Arbeitszeit und die Anzahl der monatlichen Arbeitseinsätze sind dabei unerheblich. Der Arbeitgeber zahlte an die Minijobzentrale grundsätzlich 30% Pauschalabgaben des Arbeitslohns, und zwar 30% insgesamt, davon 15% an die Rentenversicherung, 13% an die Krankenversicherung und 2% Pauschsteuer. Wenn diese 2% nicht abgeführt werden, wird der Arbeitslohn über die elektronische Lohnsteuerkarte versteuert. Ob die Pauschalversteuerung angewendet wird, entscheidet aber allein der Arbeitgeber. Er kann zwischen Pauschalversteuerung und individueller Versteuerung wählen. Wenn der Arbeitgeber Sie also nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen, also speziell nach der Lohnsteuerklasse fragt, sollte Ihnen klar sein, dass der Minijob dann nicht mehr steuerfrei ist. Minijobs sind grundsätzlich rentenversicherungspflichtig. Man kann aber einen Antrag auf Befreiung der Rentenversicherungspflicht stellen. Rentner nach Erreichen der Regelaltersgrenze sind grundsätzlich rentenversicherungsfrei, wenn sie einen Minijob ausüben, ne? Ist ja klar. Auch Rentner können auf die Versicherungsfreiheit verzichten und aufgrund der eigenen und der vom Arbeitgeber zu zahlenden Beiträge jeweils zum 1. Juli des Folgejahres ihre Rente entsprechend erhöhen quasi, ne? Minijobber haben als Teilzeitbeschäftigte im Arbeitsrecht grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichten wie Vollzeitbeschäftigte. Also dazu gehören zum Beispiel der Anspruch auf bezahlten Urlaub und Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit bis zu 6 Wochen. Gleiche Regeln gelten auch beim Kündigungsschutz wie bei Vollzeitbeschäftigten. Im Prinzip kann jeder einen Minijob ausüben. Einige Personengruppen müssen aber beachten, also im Prinzip kann jeder einen Minijob ausüben. Einige Personengruppen müssen aber beachten, dass ein 450-Euro-Job finanzielle Konsequenzen für sie haben kann. Zum Beispiel müssen Ruhestandsbeamte und Rentner vor Erreichen der Regelaltersgrenze unterschiedlich hohe Hinzuverdienstgrenzen beachten. Das ist aber abhängig von der Renten- oder Versorgungsart. Altersrentner, die eine Regelaltersgrenze erreicht haben, dürfen unbegrenzt dazu verdienen. Für sie gibt es keine Verdienstgrenze. Also diese Regelaltersgrenze beträgt 65 Jahre bei Geburtsjahrgängen bis 1946
und ab Jahrgang 1964 beträgt die Regelaltersgrenze 67%. Ja, und dazwischen gibt es eben eine schrittweise Anpassung, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehe. Bei vorgezogener Altersrente, Rente wegen voller Erwerbsminderung oder wegen Erwerbsunfähigkeit, wird eine Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro auf das Kalenderjahr bezogen. Aber Achtung, nicht steuerfreien Minijob mit Hinzuverdienstgrenze verwechseln. Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro im Jahr bedeutet, dass der Hinzuverdienst nicht zur Kürzung der Rente führt. Das ist was ganz anderes als jetzt dieser Minijob. Beträgt der Verdienst mehr als 5.400 Euro im Jahr, wird er steuerpflichtig. Also das ist jetzt wirklich nicht ganz einfach. Also dieser Minijob ist steuerfrei und wird auch nicht auf diese Hinzuverdienstgrenze angerechnet, beziehungsweise auf eine Rentenkürzung. Wenn Sie vorgezogene Altersrente beziehen, dann ist diese Hinzuverdienstgrenze auf 6.300 Euro im Jahr begrenzt. Aber 6.300 Euro im Jahr sind nicht steuerfrei. Steuerfrei ist nur der Minijob mit 450 Euro pro Monat oder maximal 5.400 Euro im Jahr. Das ist also ja nicht ganz einfach, aber es ist ganz wichtig zu verstehen. Im Jahr 2020, also in diesem Jahr, gibt es nur für Bezieher einer vorgezogenen Altersrente und auch nur für dieses Jahr 2020 eine Ausnahme, nämlich da gilt diese Hinzuverdienstgrenze von diesen 6.300 Euro nicht. Diese Grenze wird, und wie gesagt, nur für 2020 und nur für Bezieher einer vorgezogenen Altersrente wird diese Grenze auf 44.590 Euro hochgesetzt. Ja, natürlich, wenn Sie 44.590 Euro dazu verdienen, sind die natürlich steuerpflichtig und das hat überhaupt nichts mit einem Minijob zu tun, aber mit der Hinzuverdienstgrenze. Ja, dann, also bis zu der Hinzuverdienstgrenze können Sie anrechnungsfrei hinzuverdienen. Und diese Grenze, die gilt aber auch dann in voller Höhe, wenn die Rente unterjährig beginnt oder auch endet. Für Bezieher einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung, wegen Berufsunfähigkeit oder für Bergleute gelten individuelle Hinzuverdienstgrenzen. Also die müssen Sie bitte beim Rentenversicherungsträger erfragen. Beamtenpensionäre, also Ruhestandsbeamte, die vorzeitig in den Ruhestand getreten sind, müssen die Auswirkungen eines Minijobs mit ihrer Dienststelle klären. Ich hatte ja gesagt, dass Minijobs grundsätzlich rentenversicherungspflichtig sind, aber ob der Minijobber tatsächlich rentenversicherungspflichtig ist, das muss immer der Arbeitgeber prüfen. Also keine Rentenversicherungspflicht besteht zum Beispiel, wenn der Minijobber bereits eine volle Altersrente oder ein vorzeitiges Altersruhegeld bezieht oder Ruhestandsbeamter ist. Ja, das ist alles nicht so einfach. Man muss sich da wirklich, wenn es einen betrifft, intensiv damit beschäftigen. Der Minijobber wird nur auf Antrag von der Rentenversicherungspflicht befreit. Und wen es interessiert, für den habe ich hier den Paragraph dazu geschrieben. Das ist der Paragraph 6 Absatz 1b SGB 6 und SGB steht für Sozialgesetzbuch. So, der Minijobber wird nur auf Antrag befreit, das hatten wir schon gesagt. Und dann ist es so, dass der Verzicht auf die Rentenversicherung erfolgt durch eine ausdrückliche Erklärung des Minijobbers gegenüber dem Arbeitgeber. Die Minijobzentrale stellt hierfür einen Vordruck bereit, den man natürlich verwenden kann, aber nicht zwingend muss. Ich würde es jedem empfehlen, diesen Vordruck zu verwenden. Der Befreiungsantrag ist für die Dauer der Beschäftigung bindend, kann also nicht widerrufen werden. Wenn Sie sich befreien lassen von der Rentenversicherungspflicht, muss der Arbeitgeber aber trotzdem diese 15% pauschal für die Rentenversicherung an die Minijobzentrale abführen. Ja, unterm Strich kann man sagen, nimmt ein Vollrentner vor Erreichen der
Altersgrenze einen Minijob an, also einen 450-Euro-Job, ist er rentenversicherungspflichtig. Sein Eigenanteil beträgt in dem Fall 3,6% des Verdienstes. Auf Antrag kann er sich befreien lassen und würde dann brutto gleich netto kassieren. Lässt er sich nicht befreien, besteht die Rentenversicherungspflicht bis zum Ablauf des Monats, in dem der Altersvollrentner die Regelaltersgrenze erreicht hat. Danach ist er ohnehin rentenversicherungsfrei. Also wenn Sie jetzt als Minijobber brutto gleich netto verdienen möchten, müssen Sie den Antrag auf Befreiung auf Rentenversicherungspflicht unbedingt stellen. Ansonsten werden 3,6% des Verdienstes von dem Brutto abgezogen. Und in dem Fall ist Brutto nicht mehr gleich Netto, sondern Netto ist etwas weniger als das Brutto. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber die 2% Pauschalsteuer abführt. Ansonsten wird der Minijob über die Lohnsteuerabzugsmerkmale versteuert. Das war jetzt im Prinzip so das Wichtigste. Und der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass für Minijobs in Privathaushalten andere Regelungen gelten. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug in das Thema Minijob für Rentner. Ich hoffe, dass Sie das eine oder andere mitnehmen konnten. Sollten Sie noch Fragen haben, schreiben Sie es hier unter die Kommentare. Lassen Sie es mich wissen. Sichern Sie sich auch den Gratis-Report in 7 Schritten zur Steuererklärung. Und wenn Sie Anregungen, Fragen haben, ja, einfach in den Kommentaren schreiben. Ich werde sie Ihnen beantworten. Alles Gute, Jutta Martin.